Auf die inneren Werte kommt es an. Und weil wir uns das zu Herzen nehmen, wurde unser Meisterstück nicht nur optisch, sondern auch technisch überarbeitet. Unser Entwicklungsteam hier in der Sonoro Klangschmiede hat alles daran gesetzt, dass das Meisterstück in Sachen Sound und Design seinem Namen wirklich gerecht wird. Und zahlreiche Auszeichnungen und Awards, die wir für das Meisterstück schon erhalten haben, scheinen uns hier ein Stück weit recht zu geben. Aber wie so oft im Leben ist natürlich vieles auch Geschmackssache. Insbesondere beim Sound gehen die Meinungen ja oft meilenweit auseinander. Zu dumpf, zu schrill, zu basslastig, nicht genug Bass und von ganz individuell und oft schwer zu greifenden Beschreibungen wie knackig, wummernd, hell mal völlig abgesehen. Wie gut, dass das Meisterstück ganz individuell und nach den persönlichen Vorlieben angepasst werden kann. Welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt und was dabei zu beachten ist, darum geht es in diesem Video. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Über die Menütaste am Gerät, mit der Fernbedienung oder der Sonoro App gelange ich in den Bereich der Klangeinstellungen. Zur Auswahl stehen hier der 3D-Sound, die Dynamic Bass-Funktion, Einstellmöglichkeiten für Bass, Höhen und der Raumkorrektur-EQ. Da letzterer ein bisschen umfangreicher ausfällt, gibt es dazu ein separates Video. Schauen wir uns jetzt erstmal die anderen Einstellmöglichkeiten an. Den sogenannten 3D-Sound kann ich über das Menü entweder ein- oder ausschalten. Aber was bedeutet jetzt eigentlich 3D-Sound? Sehen kann man seinen Lieblingssong dadurch natürlich nicht. Aber die sogenannte Klangbühne, die wird durch die Funktion erweitert. Der normale Stereoklang mit einem klassischen Stereodreieck ist eher auf einen bestimmten Hörbereich fokussiert. Mittels 3D-Sound verstärken die im Meisterstück verbauten DSPs, die digitalen Soundprozessoren, diesen räumlichen Effekt. Durch den 3D-Sound wird das Hörerlebnis also noch lebendiger und raumfüllender. Habe ich zum Beispiel mehrere Hörpunkte, weil ich mich oft an verschiedenen Stellen im Raum aufhalte, muss ich so nicht auf die Stereobühne verzichten. Ob einem das persönlich gefällt oder nicht, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Am besten einfach den Lieblingssong starten und den 3D-Sound im Wechsel ein- und wieder ausschalten. Auch die Dynamic Bass-Funktion lässt sich ein- und ausschalten. Diese erweitert das sogenannte untere Frequenzband in Abhängigkeit des Signalpegels. Dynamic Bass hebt die tiefen Frequenzen bei niedrigen und mittleren Lautstärkeeinstellungen an und verleiht den Lautsprechern dadurch mehr Tiefgang. Das Klangbild wird voluminöser. Wie schon beim 3D-Sound empfiehlt es sich, den Dynamic Bass einfach zu testen. Am besten natürlich mit einem Song, der besonders durch seine Tiefen hervorsticht. Die separaten Einstellmöglichkeiten für den Bass und die Höhen kennen die meisten wahrscheinlich auch schon von anderen Audiosystemen. Zwischen -12 bis +12 Dezibel habe ich hier die Möglichkeit, ganz nach meinen persönlichen Vorlieben Feintuning zu betreiben. Ob mehr oder weniger Bass, kristallklare Höhen oder ein ausgewogener Mix. Hier gibt es kein objektives richtig oder falsch. Ob out of the box oder hochgradig individualisiert, unser Meisterstück lässt seinen Sound ganz einfach zu eurem werden. Und damit tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.